Es war Montag, 7:32 Uhr, in Belo Horizonte. Der Himmel war grau, der feine Nieselregen kündigte sich leise an, gerade stark genug, um die Stadt in ein Mosaik aus Regenschirmen und hupenden Autos zu verwandeln. Laura eilte über den nassen Bürgersteig, balancierte ihren Kaffee in der rechten Hand und ihr Handy in der linken. Sie hatte noch genau 17 Minuten bis zur ersten Besprechung im Coworking Space, wo sie als freiberufliche Designerin arbeitete. Nichts an diesem Tag ließ erahnen, dass sich ihr Leben für immer verändern würde. Wie so oft kam sie an der Rua dos Guajajaras vorbei. Doch diesmal blieb sie plötzlich stehen. Ein Klang, eine sanfte Melodie, gespielt von einem Straßenmusiker mit Geige. Straßenkünstler waren hier keine Seltenheit. Aber dieser Mann, irgendetwas war anders. Seine geschlossenen Augen, die Bewegung des Bogens. Und dieses Lied, diese Melodie. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Sie hatte dieses Stück seit ihrer Kindheit nicht mehr gehört. Ihre Mutter, oder die Frau, die sie damals so nannte, bevor sie mit 3 Jahren adoptiert wurde, hatte sie immer damit in den Schlaf gesungen. Es war die einzige Erinnerung, die sie an ihre leibliche Mutter hatte. Sie ging wie magnetisch angezogen auf den Musiker zu. »Entschuldigen Sie, wie heißt dieses Lied?« Der Mann öffnete die Augen, überrascht über die Frage. »Das ist eine Eigenkomposition. Ich habe sie nie veröffentlicht. Warum fragen Sie?« Lauras Beine wurden weich. »Meine Mutter. Sie hat es mir als Kind immer vorgesungen.« Der Mann wurde blass. Langsam senkte er seine Geige. »Wie hieß Ihre Mutter?« fragte er mit zitternder Stimme. Laura zögerte. »Ich weiß es nicht. Ich wurde adoptiert, als ich noch sehr klein war. Das Einzige, was ich behalten habe, ist diese Melodie.« Der Mann kämpfte sichtlich mit den Tränen. »Dieses Lied, ich habe es für meine Tochter geschrieben. Sie verschwand, als sie 3 Jahre alt war.« Lauras Herz raste. Die Menschen um sie herum verschwanden in ihrer Wahrnehmung. Es gab nur sie, den Mann, und diese Melodie, die sie beide durch unsichtbare Fäden verband. »Entschuldigen Sie, Ihre Tochter wurde entführt?« fragte sie leise, immer noch völlig überfordert. Der Mann atmete tief durch. »Mein Name ist Raphael. Vor 22 Jahren wurde meine Tochter aus unserem Haus entführt. Die Polizei ging von Kinderschmuggel aus. Aber nichts wurde je bewiesen. Dieses Lied war das einzige, das mir blieb. Ich habe es komponiert in der Hoffnung, dass sie es eines Tages hört und sich erinnert.« Laura trat einen Schritt zurück. Sein Name, die Melodie, die Geschichte. Es konnte doch nicht sein. Ich wurde mit 3 Jahren adoptiert. Ich weiß fast nichts. Nur diese Melodie ist immer in meinem Kopf geblieben. Raphaels Augen füllten sich mit Tränen. Er holte eine alte, abgenutzte Brieftasche hervor und zog ein Foto heraus. Ein kleines Mädchen mit dunklen Locken, großen Augen und einem himmelblauen Kleid. Laura stockte der Atem. »Das bin ich«, flüsterte sie. »Das bin ich.« Die Emotionen übermannten sie beide. Raphael umarmte sie, als würde er ein Stück seines Herzens zurückbekommen, das ihm über 20 Jahre gefehlt hatte. Sie weinten gemeinsam, mitten auf der Straße, während Passanten verwundert stehen blieben, ohne das Ausmaß des Moments zu begreifen. Nach dem ersten Schock gingen sie gemeinsam in ein kleines Café. Schweigend saßen sie sich gegenüber, bis Laura schließlich fragte, »Und was ist mit meiner Mutter passiert?« Raphael senkte den Blick. »Sie ist 2 Jahre nach deiner Entführung gestorben. Sie hat deinen Verlust nie überwunden.« Ein stechender Schmerz durchzog Lauras Brust. Eine Frau, die sie kaum kannte, fühlte sich plötzlich unendlich nah. Eine Mutter, die über ihren Verlust zerbrach. »Ich musste das wissen, ich musste das hören«, sagte sie. »Ich habe mein Leben lang eine Leere in mir gespürt. Jetzt weiß ich warum.« Mit der Bestätigung, dass sie wirklich Vater und Tochter waren, kamen unzählige Fragen auf. Wer hatte sie aus der Familie gerissen? Wie war sie in ein Heim gelangt, mit neuem Namen und scheinbar legalen Papieren? Warum war die Adoption so reibungslos und schnell verlaufen? »Erinnerst du dich an irgendetwas?« fragte Raphael. Laura schloss die Augen. Bruchstücke tauchten auf. Eine blonde Frau, ein silbernes Auto, eine Stimme, die sagte, »Sag Mama zu mir.« Sie hatte das nie jemandem erzählt, immer geglaubt, es sei nur Fantasie. Vielleicht erinnere ich mich an die Frau, die mich mitgenommen hat.
Zurück in ihrer Wohnung war Laura noch immer im Schockzustand. Sie musste mit ihren Adoptiveltern sprechen. Martha und Luis, die sie seit ihrem 3. Lebensjahr liebevoll großgezogen hatten. »Wusstet ihr, dass ich meiner echten Familie weggenommen wurde?« fragte sie ohne Umschweife, als sie eintrat. Schweigen. Martha blickte zu Luis. Er schluckte schwer. »Was ist passiert, meine Liebe?« versuchte Martha es vorsichtig. Laura erzählte alles, von der Musik bis zur Begegnung. Mit jedem Satz wurden die Gesichter blasser. »Wusstet ihr es?« wiederholte sie. Luis senkte den Kopf. »Wir hatten einen Verdacht, aber als wir dich adoptierten, war alles offiziell. Die Sozialarbeiterin, die alles regelte, verschwand kurz danach. Laura wusste nicht, ob sie weinen oder schreien sollte. Ihr habt also nie nachgeforscht? Du warst unsere Tochter. Wir wollten dich nur beschützen.« Zusammen mit Raphael entschloss sich Laura, die Wahrheit zu suchen. Sie engagierten die Privatdetektivin Clara Vasconcelos, bekannt für ihre Erfolge in alten Vermisstenfällen. »Es wird schwer«, warnte Clara, »aber ich werde alles tun, was ich kann.« Während die Ermittlungen liefen, begannen Laura und Raphael sich wirklich kennenzulernen. Er zeigte ihr Fotos, alte Briefe, Spielsachen, die er über 20 Jahre aufgehoben hatte. »Weißt du, dass du Helena Bier heißt?« erzählte er eines Abends. Laura schwieg. Der Name Laura hatte sich für sie nie wie ihrer angefühlt, aber Helena klang wie Musik. Die Ermittlungen führten schließlich zu der Sozialarbeiterin, die die Adoption damals betreut hatte. Cintia Prado. Sie hatte kurz nach dem Fall ihren Dienst quittiert und war spurlos verschwunden. Vielleicht hat sie das nicht nur einmal gemacht, mutmaßte Clara. Mit Mühe fanden sie eine alte Adresse in einer Kleinstadt. Raphael und Clara fuhren hin. Sie klingelten an mehreren Türen, befragten Nachbarn. Ein älterer Mann zeigte schließlich auf ein verfallenes Haus am Ende der Straße. Da hat sie mal gewohnt, bevor sie einfach weg war. Im Haus halb verfallen, entdeckten sie unter den losen Dielen einen rostigen Safe. Mit Mühe öffneten sie ihn. Darin alte Dokumente, Adoptionsunterlagen und ein Brief mit der Aufschrift »An den Finder der Wahrheit«. Wenn du das liest, hat mich mein Gewissen endgültig eingeholt. Ich war Teil eines Systems, das Kinder gegen Geld an reiche Familien vermittelte. Ich fälschte Dokumente. Doch bei ihr, dem kleinen Mädchen mit den großen Augen, da konnte ich nicht mehr. Sie nannte mich Tante. Ich versteckte ihre echten Unterlagen hier. Es tut mir leid, Helena. Raphael las mit zitternden Händen. Zwischen vergilbten Papieren lag eine originale Geburtsurkunde. Darauf stand Helena Costa Almeida, Tochter von Raphael Costa und Luciana Almeida. Laura, oder besser gesagt Helena, hielt das Dokument mit zitternden Händen. »Das ist mein Name, mein echter Name.« Raphael berührte sanft ihre Schulter. »Du musst dich nicht zwischen den Namen entscheiden, aber jetzt kennst du die Wahrheit. Und die gehörte dir schon immer.« Helena lächelte unter Tränen. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlte sie sich ganz. Einige Tage später veröffentlichte eine Freundin von Helena ein kurzes Video auf TikTok, mit ihrer Erlaubnis, in dem sie die Geschichte erzählte. Dieses Mädchen hörte auf der Straße ein Lied, das nur ihre Mutter ihr vorgesungen hatte. Doch ihre Mutter starb vor 20 Jahren. Der Mann, der spielte, war ihr Vater, der sie all die Jahre gesucht hatte. Und sie fanden sich durch die Melodie wieder. Das Video ging viral. Innerhalb von Stunden hatte es über 2 Millionen Aufrufe. Die Geschichte verbreitete sich rasend schnell und landete sogar in den Nachrichtenportalen. Vater findet verschwundene Tochter nach 22 Jahren dank Straßenmusik wieder. So lautete die Schlagzeile in zahlreichen Medien. Durch den öffentlichen Druck wurde der Fall von den Behörden neu aufgerollt. Die Polizei begann mit einer offiziellen Untersuchung des illegalen Adoptionsnetzwerks aus den 2000er Jahren. Das Haus der verschwundenen Sozialarbeiterin Cintia wurde versiegelt und alle Dokumente aus dem Safe wurden als entscheidende Beweismittel gesichert. Weitere Familien meldeten sich. Auch sie vermuteten, Opfer ähnlicher Machenschaften geworden zu sein. Die Wahrheit kam endlich ans Licht. Helena nahm an Interviews teil, immer bedacht, fair zu bleiben. Sie sagte, meine Adoptiveltern haben mich geliebt, als ich niemanden hatte. Aber die Wahrheit muss ans Licht.
Für mich, für meine Mutter, für alle verschwundenen Kinder. Trotz der schmerzhaften Entdeckung wandte sich Helena nie von Martha und Louise ab. Ihr habt mich wie eine Tochter geliebt, das kann niemand ungeschehen machen. Martha weinte jedes Mal, wenn sie sah. Wir wollten dich nur beschützen. Hätten wir das alles nur gewusst? Helena nahm ihre Hände. Ich verstehe euch jetzt, ich verurteile euch nicht, aber ich kann nicht weiterleben, ohne der Wahrheit ins Auge zu sehen. Die beiden begannen sich mit Raphael zu treffen. Anfangs war es schwer, aber ihre gemeinsame Liebe zu Helena vereinte sie. Eine unerwartete, aber echte Familie. 3 Monate später wurde Raphael zu einem Musik-Open-Air-Event auf dem Platz der Freiheit eingeladen, eine Veranstaltung zu Ehren von Familien, die sich durch außergewöhnliche Umstände wiedergefunden hatten. Helena half bei der Organisation. Am Abend versammelten sich hunderte Menschen. Raphael betrat die Bühne. Sichtlich bewegt blickte er in die Menge und sagte: Dieses Lied hielt mich am Leben. Heute schenkt es mir mein Leben zurück. Er begann zu spielen. Dieselbe Melodie. Die einst als Schlaflied begann, als Band zwischen Vater und Tochter. Helena konnte ihre Tränen nicht zurückhalten und niemand blieb an diesem Abend unberührt. Helena beschloss, Jura zu studieren. Sie wollte anderen helfen, ihre Familien zu finden. Ich kann meine Vergangenheit nicht ändern, aber vielleicht die Zukunft von jemand anderem. Sie gründete das Projekt Stimmen der Wahrheit. Eine Initiative aus Freiwilligen, Juristen und Detektiven, die verschwundene Kinder aufspüren und alte Fälle neu beleuchten wollten. Schon nach wenigen Monaten konnten über 20 Schicksale neu geschrieben werden. Geschwister fanden einander, Mütter ihre Kinder, Großeltern ihre Enkel. Raphael engagierte sich ebenfalls. Meine Tochter hat mich zu einem neuen Mann gemacht. Sie hat mir einen neuen Sinn gegeben. 5 Monate nach der Wiedervereinigung erhielt Helena eine anonyme Nachricht. Ich weiß, wer dich damals deiner Familie genommen hat. Und ich bin bereit, die Wahrheit zu sagen. Triff mich. Gezeichnet. M. Ihr Herz schlug bis zum Hals. Wer war M? Eine Mitwisserin, eine Zeugin oder jemand, der viel näher war, als sie dachte? Helena las den Brief wieder und wieder. Ich weiß, wer dich deiner Familie entrissen hat, und ich bin bereit zu reden. Triff mich morgen um 16 Uhr in der stillgelegten Kapelle im Viertel Kaichara. Ich werde dort sein. M. Kein Name, keine Nummer, nur ein Ort und eine Initiale. Raphael war besorgt. Es könnte gefährlich sein. Bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es wissen. Für mich, für Mama, für alle, die noch in der Dunkelheit leben. Sie postete den Brief auf Social Media und bat M erneut und sicher, Kontakt aufzunehmen. Am nächsten Tag kam die Antwort. Die Antwort kam von einem anonymen Konto. Ich werde da sein, 16 Uhr allein. Raphael und Clara begleiteten sie. Die Kapelle war alt, aber bekannt für ihre Ruhe. In der letzten Bankreihe saß eine grauhaarige Frau mit zitternden Händen. Als sie aufsah, stockte Helena der Atem. Du warst meine Babysitterin. Ich erinnere mich. Die Frau nickte mit tränenerfüllten Augen. Ich heiße Marlene. Ich habe dich weggebracht. Marlene legte alles offen. Sie war damals das Kindermädchen von Helena. Sie hatte Schulden, wurde von einem Mann angesprochen, der ihr Geld anbot, im Tausch gegen ein Kind für eine vermeintlich internationale Adoption. Ich dachte, du würdest ein besseres Leben haben. Als ich begriff, was wirklich lief, war es zu spät. Sie weinte unkontrolliert. Die Schuld hat mich nie verlassen. Aber als ich dich im Video sah, wusste ich, dass ich sprechen musste. Raphael hielt Helena fest. Clara zeichnete alles auf. Es war das letzte fehlende Puzzlestück. Mit dem Geständnis wurde das kriminelle Netzwerk endlich aufgedeckt. Marlene kooperierte mit der Polizei, um andere Täter zu identifizieren. Der Fall wurde zur groß angelegten Operation. Helena war erschüttert, aber voller Klarheit. Du hast mir meine Mutter genommen und fast meinen Vater zerstört, aber ich will nicht im Hass leben. Ich will frei sein. Marlene sank auf die Knie. Ich habe mir selbst nie verziehen. Aber wenn du mir eine Chance gibst, will ich helfen. Dann tu es, sagte Helena. Fang jetzt an. Die Geschichte ging um die Welt. Helena erhielt Einladungen zu Dokus, TV-Shows und Kongressen, doch sie lehnte viele ab. Ich suche keine Berühmtheit. Ich suche Gerechtigkeit.
Ihr Projekt Stimmen der Wahrheit wuchs stetig. Überall entstanden Ableger. Die Menschen nannten sie bald das Mädchen mit der Melodie. Ein Symbol der Hoffnung. Raphael komponierte wieder, mit neuer Kraft. Meine Tochter hat aus Schmerz Musik gemacht und aus Musik Heilung. 2 Jahre nach dem Wiedersehen organisierte Helena ein großes Versöhnungsevent. Familien, Opfer und Helfer kamen zusammen. Raphael eröffnete den Abend mit einem neuen Stück am Klavier. Dieses Lied heißt Wiedergeburt, für meine Tochter und für alle, die getrennt wurden, aber nie zerbrochen sind. Helena trat ans Mikrofon. Ich habe 22 Jahre in Ungewissheit gelebt, doch ich habe nie verlernt zu lieben. Ich war nie allein, denn mein Herz hat mich geführt. Stille. Und dann minutenlanger Applaus. Was würdest du tun, wenn dein ganzes Leben auf einer Lüge basiert? Könntest du vergeben? Würdest du kämpfen? Oder würdest du den Schmerz begraben? Helena hatte keine fertigen Antworten, aber sie hatte Mut. Mut, um hinzuhören. Mut, um die Wahrheit zu sehen. Und Mut, um zu lieben, selbst wenn alles verloren schien. Und wenn es dir passiert wäre? Hättest du den Mut, jemandem zu vergeben, der dir dein ganzes Leben geraubt hat, nur um deine wahre Identität zurückzubekommen? Oder würdest du die Vergangenheit ruhen lassen, um jene zu schützen, die dich mit Liebe großgezogen haben? Schreib es uns in die Kommentare. Deine Geschichte könnte jemanden berühren, der gerade etwas Ähnliches durchmacht. Danke fürs Zuschauen.